Ich würde noch gerne ein Schlussthema nochmal mitnehmen, weil wir haben jetzt viel über Kunden, wir haben über Organisation, über diesen Projektverlauf gesprochen, aber die Aditos, wie ihr sie so schön nennt, die jetzt schon transformiert sind, was haben die denn für ein Learning, an Schulung, an Begleitung bekommen, an Training, an Wissenstransfer? Wie gehen die auch selber damit um? Weil letztendlich das eine ist ja, was man denen an Schulungen anbietet, aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, hey cool, ich finde es klasse und gehe da mit und investiere selber Zeit oder bin da auch Leader sozusagen in dieser Sache. Wie ist das bei euch gelaufen, dieses Thema? Wie bringe ich die Mitarbeiter dieses Thema nahe? Wie entwickeln die sich da aus dieser Sache heraus? Also erstmal wichtig ist zu wissen, dass wir für dieses ganze Thema einen eigenen Kreis haben. Der heißt bei uns One Adito. Das ist der Kreis, der die Rollen bündelt, die zu dieser Transformation gehören, hin zu einer selbstorganisierten, crossfunktionalen Organisationsstruktur. Und in diesem Kreis drin ist einmal die Verantwortung, eben dieses Adito-Framework letztendlich zu schreiben und dann auch Schulungsmaterial, Schulungskonzepte, Coachings zu entwickeln, um den Aditos näher zu bringen. Und wenn jetzt bei uns so ein neuer Kreis startet, dann startet der nie für sich alleine und fängt einfach irgendwie an, sondern der kriegt immer einen One Adito oder einen Adito Framework Coach an die Hand, der den Kickoff mit dem Kreis macht, der die Leute, den potenziellen Circle Lead vorher schon im 1:1 coacht und begleitet, wie könnte man denn jetzt anfangen, in diesen Kreis zu denken, wie kriegt man das Wissen auch in die Kreise, die ersten Tactical und Governance Meetings werden von unserer Rolle Facilitation Service moderiert durch unser One Adito Team, sprich wir begleiten ganz stark im Doing diese neuen Kreise und versuchen ganz stark das Thema Learning by Doing dort zu forcieren. Also ist es nicht so, dass wir jedem jetzt 100 Seiten Dokument an die Hand geben und sagen, lest dir das durch und dann bist du irgendwie, kennst du das Adito Framework und dann kannst du mitmachen. Das gibt's, dieses Dokument. Macht keinen Spaß, das eben als Bettlektüre zu lesen, weil es eher eben ein Rahmenwerk ist, aber oder Nachschlagewerk, aber wir machen das ganz stark durch Coaching und Training, Begleitung für die pilotierenden Kreise. Und es gibt Schulungsformate, da starten wir jetzt dann im Januar damit. Das ist einmal ein Kick-Off oder ein Starter-Workshop. Das ist, wenn zum Beispiel als jemand neu bei Adito eingestellt wird, dann wird im Rahmen vom Onboarding wird er durch diesen Starter-Workshop durchgeführt. Das sage ich mal, sind 2 Stunden, wo man spielerisch Theorie und Praxis kennenlernen von diesem Adito-Framework. Und dann gibt es noch weitergehende Schulungsformate, wo wir dann letztendlich Moderatoren, wir bezeichnen es als Facilitatoren, Facilitator-Rolle, ausbilden, die dann wiederum die Prozesssteuerung in ihren Kreisen übernehmen. Also dass wir als One Adito-Team uns immer Stück für Stück weiter wieder rausziehen aus diesen Pilotkreisen und dann jemanden gefunden haben, der dann in diese Facilitator-Rolle geht. Und das sind dann Workshop-Formate, die sind ein bisschen schwergewichtiger und dauern auch ein bisschen länger, aber dafür entstehen ganz viele Multiplikatoren, die dann in ihren Teams das wieder weitertragen. Und noch ein wichtiger Aspekt, das ist unsere Evangelistenrolle. Das ist so das offene Ohr in die Organisation rein und der Go-To-Guy oder die Go-To-Kollegin für Fragen, Sorgen, Nöte, Ängste zu diesem Thema. Und die versuchen wir jetzt auch immer breiter zu besetzen aus der Adito heraus. Also dass im besten Fall jeder größere Superkreis, der unter sich wieder Kreise vereint, vielleicht auch wenn so einen Evangelisten zu uns in das One Adito-Team entsendet, um dort einfach einen guten Austausch zu haben. Das halt gerade, ergänzt gern. Genau, Patrick, ich habe einfach mal zur Ergänzung für dich gerade mal unsere Struktur gezeigt. Das heißt, da sieht man den Kreis Mensch und Kultur. Man kann auch drüber klicken, sieht dann den übergeordneten Adito-Kreis. Man sieht jetzt da die ganzen Rollen, die es in dem Kreis gibt. Und das ist das, was der Patrick gerade erklärt hat, der One Adito-Kreis. Ja, und der hat den Purpose, crossfunktionale und selbstorganisierte Strukturen innerhalb der Organisation. Der hat Accountabilities. Und ich kann jetzt wirklich auf jede einzelne Rolle wieder klicken, sehe, wer hat denn die Rolle, wer macht da was sind das für Accountabilities. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, dass man da wirklich komplett transparent sind, an wen kann ich mich denn eigentlich wenden. Und man sieht auch Rollen, die gerade nicht besetzt sind, wo man sagt, da sucht man noch einen Kollegen oder Kollegin oder einen Adito, der das perspektivisch besetzen möchte. Und das finde ich schon wirklich spannend, da wirklich komplett die Transparenz drin zu haben. Und ein Learning für uns war, glaube ich, auch wirklich, dass wir sagen, deswegen ist auch die Rolle Facilitation Service entstanden, dass wir sagen, das Ganze steht und fällt mit einer guten Startmoderierung und einer Begleitung in den ersten Monaten. Weil wenn man da, Patrick, wie du gesagt hast, nicht weiß, wie muss ich mich vielleicht am Anfang stellen, wie funktioniert es denn im Detail, sondern da wirklich von Experten durchzufacilitiert werden, das hilft bei uns wirklich enorm. Und das stellen wir sozusagen als Service
in die Teams und irgendwann wählen die Teams eigene Facilitator und wir ziehen uns sozusagen zurück, aber wenn die halt reif genug sind, das zu tun. Aber das Spannende, was mir jetzt noch bei Patricks und deiner Ausführung noch einfällt, ist, wenn ihr neue Mitarbeiter einstellt, die werden ja nur noch nach der neuen Methode quasi eigentlich auch ongeboardet, wie man so schön sagt, oder? Die werden jetzt nicht mehr in der alten Struktur eingebaut, oder doch? Das kommt drauf an. Also wir haben ja vorher transparent gesagt, wir sind in der Hybridphase. Ja, wenn wir jetzt quasi jemanden, sagen wir, für die Kernentwicklung suchen, also wirklich die Plattform, sozusagen nicht das XAM, die sind noch nicht transformiert. Das heißt, wenn wir da jetzt einen Entwickler einstellen, dann würden wir denen natürlich sagen, hey, wir sind eine Organisation, wir sind auf dem Weg, das schaut das Zukunftsbild, das ist dieser Starter-Workshop oder auch das Onboarding. Er wird aber natürlich erstmal bis, sage ich mal, jetzt vielleicht irgendwie im April oder Mai, wo wir dann in die Transformation von der Entwicklung gehen, natürlich noch Teil der alten Struktur sein. Das heißt, auch da ist ein bisschen ein Twitter. Nur natürlich ist das Ziel, das möglichst gering zu halten. Ja. Unser Ziel generell ist es ja, bis Ende nächsten Jahres komplett transformiert zu haben. Das heißt, wir stehen jetzt bei einem Drittel. Wir haben so eine ganz grob eine Roadmap, wo wir sagen, welche Teams transformieren sozusagen als nächstes. Und eigentlich ist die große Vision, Ende nächsten Jahres komplett in der neuen Struktur zu arbeiten. Und dann hätten wir, das war glaube ich eingangs eine Frage von dir, Georg, hätten wir eigentlich 2 Jahre gebraucht. Also von der Feststellen, jetzt müssen wir wirklich was tun, bis hin zu aussuchen, transformieren, in der neuen Struktur sein, wäre das dann ziemlich genau 2 Jahre. Eine Schlussfrage, die ich quasi schon vor eurer Schlussbemerkung stellen möchte, vielleicht da noch eine kurze Antwort von dir, Jan-Erik, oder von einem von euch. Die Rolle der Personalabteilung ist durch dieses Verändern, was ihr gerade beschrieben habt, Patrick und Tobias, aber auch das, was du, Jan-Erik, beschrieben hast, die Rolle der Personalabteilung ist sicherlich nochmal eine ganz andere in diesem Kontext, oder? Oder sehe ich das völlig falsch? Vor allem in den größeren Organisationen, wo es die noch gibt, wo man quasi die Personalabteilung als ein Silo sozusagen untergebracht hat und dann auch vermutlich als Central Service Group aufgestellt und nicht mehr den einzelnen Funktionen zugeordnet hat. Ne? Also ich habe ja den Wandel so bei Philips damals mitbekommen. Wir hatten in den Funktionsabteilungen, in den Silos immer die Personaler drin und dann wurden die alle rausgenommen und dann waren die so Shared Service, ne? Weil man dann quasi aus Funktionen oder Rollen dann auch nochmal Silos gebaut hat. Also ich glaube, die spielen schon eine wichtige Rolle. Ich merke das bei den Einführungen von Customer Centricity Score in größeren Unternehmen, dass Personaler dann entdecken, hey, das war doch eigentlich meine Rolle. Ja, genau. Es geht doch hier um Zusammenarbeit, oder? Bei Human Resources Management, also das Wort Management ist natürlich spricht schon an, dass es sich aber hauptsächlich um Verwaltung von Ressourcen geht, hat aber trotzdem die Rolle, eben, erinnert euch an dieses Modell von Kotler, die Organisation zu unterstützen, und zwar über die ganze Wertschöpfungskette. Von Strategie, Nachdenken, warum sind wir da, bis hin zu, was erlebt der Kunde. Und da können Personaler, glaube ich, eine neue, wichtige Rolle, also ein Purpose für sich finden, wenn sie sagen, ja, das muss ich facilitieren. Es geht um Zusammenarbeit. Letztendlich ist jede Organisationsform ist nichts anderes als das Facilitieren von Zusammenarbeit. Ich organisiere ja Menschen und Ressourcen, damit sie zusammen etwas machen können. Was sie tun, das bestimmt der Kunde. Warum sie es tun, das bestimmt der Unternehmer oder die Unternehmerin. Und die Organisationsform, also die Form der Zusammenarbeit, die muss natürlich auch von den HR-Leuten begleitet werden, in idealer Weise. Also Patrick sprach von Coach oder von anderen Rollen. Also ich glaube, das klassische Denken da ist ein Personalverwalter, der teilt einem dann so den Monatsgehalt mit. Das ist also wirklich ganz Silo, Oldschool. Sie werden viel mehr zu Coaches für Zusammenarbeit werden. Also wie machen wir das? Wie arbeiten wir zusammen? Wie sorgen wir dafür, dass das Warum unserer Orga zum Kunden kommt als Erlebnis und dass das funktioniert? Ja. Gut, vielleicht vor der Schlussbemerkung nochmal von euch, Tobias oder Patrick, nochmal zum Thema Rolle HR bei euch, oder beziehungsweise vielleicht heißt es auch gar nicht mehr HR, es kann auch sein. Jan-Erik hat ja gerade gesagt, das Wort Management von HR klingt ja sowieso schon so veraltet, deswegen kann es gut sein, dass es ein ganz anderer Begriff mittlerweile bei euch gibt. Ja, ich teile dazu, glaube ich, nochmal meinen Bildschirm, weil das beantwortet es relativ schnell. Also bei uns heißt es Mensch und Kultur. Das heißt, wir haben einen Kreis,
Da glaube ich, ist ja ganz spannend, sich mal den Purpose anzuschauen. Der hat den Purpose, die besten Kandidaten zu finden, Potenziale der Aditus zu entfalten und die Kultur zu fördern. Ihr seht unten die Accountabilities, ich muss ja nicht darauf eingehen, motivierende disziplinarische Führung sicherstellen, die Kultur fördern, begeistern. Also das sind alles, sage ich mal, Accountabilities von Mensch und Kultur. Da ist auch Learning and Development drin, der Employer Brander, der Führungskräftecoach, Recruiter, Talent Relationship Management ist auch ein großes Thema, wirklich Kandidaten, die vielleicht jetzt noch nicht passen, aber perspektivisch darin zu betreuen und halt eben Kulturgestalter und auch das One Adito. Also ihr seht gerade, dass auch in unserer Struktur sozusagen das One Adito Teil von Mensch und Kultur ist. Also wie schaut unser Framework aus, wie funktioniert die Zusammenarbeit, ist bei uns Teil von Mensch und Kultur, weil wir einfach glauben, dass zu dem Purpose gehört. Ja. Und auch da haben wir uns jetzt nicht leiten lassen von, ja, wo würde man das jetzt am besten zuordnen in der Struktur zu Menschen, sondern wir haben gesagt, naja, welcher Purpose hat Mensch und Kultur und dazu passt dieses Framework eigentlich auch am besten. Ja, sehr schön.